Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review des brandneuen Buches Genie und Gewissen, Herbert von Karajan zwischen Musik und Nationalsozialismus von Michael Wolffsohn. Der Stardirigent, der Millionen mit seiner Musik begeisterte, war er ein Nazi-Opportunist oder ein unpolitisches Genie? Wolffsohn, Historiker und Bestsellerautor, dreht das Bild um und korrigiert Mythen auf Basis frischer Archivquellen. Bleibt dran für eine differenzierte Einordnung. Herbert von Karajan, geboren 1908, wurde zum einflussreichsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Über 300 Millionen verkaufte Tonträger, ein eigener Klangstil, der die Klassik prägte. Sein Aufstieg in den 1930er Jahren wirft Schatten. 1933 NSDAP-Mitglied, rasante Karriere in NS-Deutschland. Doch Wolffsohn zeigt, Hitler mochte ihn nicht. Göring und Goebbels konkurrierten um ihn. Aber sein Talent, nicht Parteiheft, trieb ihn hoch. Ein Künstler in der Maschinerie einer Diktatur. Wolffsohns Kernbotschaft. Karajan war kein Gesinnungsnazi oder Täter, sondern ein formal Nationalsozialist. Karriereorientierter Mitläufer, politisch desinteressiert, nur in seiner Musikwelt lebend. Basierend auf internationaler Archivarbeit, teils erstmaligen Quellen, widerlegt er Annahmen enger Regimenähe. Keine ideologische Bindung, sondern Strukturzwänge im Kulturapparat. Die NSDAP-Mitgliedschaft 1933? Für österreichische Künstler quasi Pflicht, um aufzutreten, ohne sie keine Karriere. Entnazifizierung nach 1945 sah ihn als Mitläufer, und Wolffsohn bestätigt das nüchtern. Das Buch glänzt durch Kleinstarbeit. Handlungsspielräume von Künstlern in Diktaturen, Familie, jüdische Weggefährten. Alles quellenbasiert, ohne moralisieren. Kritiker loben die süffige Sprache und Neubewertung gegen den Strich. Kein Schwarz-Weiß, sondern Grautöne zwischen Genie und Anpassung. Schwächen? Wenig musikalische Expertise, teils Nebensächliches, aber als Historie top. Ideal für uns, die Kunst und Politik verbinden wollen. Kritikpunkte. Manche sehen Opportunismus zu milde, doch Wolffsohn kontert mit Fakten. Karajans Aufstieg trotz NS-Skepsis. Heute aktuell: Büstenabbau in Aachen wegen NS-Vergangenheit, Debatte um Künstlerfreiheit. Das Buch fragt, ist Kunstpolitik verpflichtet oder autonom? Exemplarisch für Autokratien weltweit. Genie und Gewissen ist eine fundierte, ideologiefreie Korrektur. 5 Sterne für Historikerfans und Musikliebhaber. Holt es euch bei Herder, Februar 2026. Lest selbst. Welche Künstlervergangenheit schockiert euch? Schreibt in die Comments. Like, abonniert für mehr Book Reviews. Danke fürs Zuschauen.